Eine Kryolipolyse versteht man, dass man Kälte dem Fett appliziert und dadurch die Fettzellen zugrunde gehen. Medizinisch nennt man das Apoptose. Die Kryolipolyse wurde in Amerika erfunden von einem Hautarzt, einem Dermatologen, der eben gesagt hat, wenn ich Fettzellen Kälte zufüge, dann gehen die in ein Zellstadium über des Abbaus und es wird eine Entzündungsreaktion im Gewebe hervorgerufen, die die Fettzellen gleichzeitig eben in dem Stadium zerstört. Die Haut soll dabei geschont bleiben. Warum? Weil man sagt, dass die Fettzellen deutlich kälteempfindlicher sind wie die Hautzellen. Eine Kryolipolyse darf im Prinzip jeder Arzt durchführen und auch seine Mitarbeiter, also medizinische, technische Angestellte, dürfen auch eine Kryolipolyse durchführen, die in das Gerät eingewiesen wurden. Der Ablauf einer Kryolipolyse ist folgendermaßen. Die Patienten kommen, es werden an den zu behandelten Arealen Padlets aufgesetzt. Meistens wird ein Schutztuch, ein Vlies für die Haut draufgelegt und dann wird für mehrere Minuten ein Unterdruck erzeugt auf diesen Padlets, wo die Haut mit dem Fettgewebe eingesaugt wird. Dann wird eine Unterkühlung durch das Gerät auf -8 bis 10 Grad vorgenommen, sodass eine Temperatur von +4 und bis +5 Grad am Fettgewebe bei dem Patienten ankommt. Die Sinnhaftigkeit einer Kryolipolyse ist wirklich zu hinterfragen, und zwar kritisch zu hinterfragen. Es gibt einige Patienten, die mit der Behandlung sehr zufrieden sind. Bei genauem Nachfragen ist es allerdings so, dass die Patienten in diesem Zeitraum, wo sie dann auch die Kryolipolyse vorgenommen haben, gleichzeitig eine starke Diät eingehalten haben. Es gibt auch Fälle, die in 1% vorkommen, dass es eine paradoxe, also eine konträre, eine genau in die andere Richtung Reaktion hervorruft, die Kryolipolyse, dass es eine Fettschwellung hervorruft und dass die Stellen anstatt weniger auch mehr werden. In meinen Beobachtungen muss man sagen, es ist kurzfristig ein Effekt da, in einer Art Lymphdrainage, dass das Wasser, was in diesem Bereich sich anhäuft, vielleicht für 2 bis 3 Wochen doch weniger wird. Aber eine deutliche Fettreduzierung kann ich objektiv nicht zu 100% bestätigen. Die Dauerhaftigkeit einer Kryolipolyse ist fraglich, wie bei jedem Eingriff, den wir machen. Es kommt ein bisschen auf das Verhalten des Patienten an. Wenn der Patient weiterhin viel Sport macht, Diät und gesunde Ernährung, dann hat man ein dauerhaftes Ergebnis. Es ist wie bei jeder anderen Behandlung, die man der plastischen Chirurgie macht. Nebenwirkungen, Komplikationen einer Kryolipolyse sind vor allem, dass es blaue Flecken geben kann, weil es wird ein Unterzug erzeugt, die ziemlich lange da bleiben können. Es kann Unterkühlungen, auch Erfrierungen 2. Grades der Haut entstehen und eben auch eine paradoxe Reaktion, wo die Fettzellen eben größer werden und nicht schrumpfen. Man sollte auch in der Nachbehandlung auf gar keinen Fall Antiphlogistika, also sowas wie Ibuprofen einnehmen oder Voltaren, denn das würde die Entzündungsreaktionen, die die Kryolipolyse an den Fettzellen hervorruft, verhindern und dadurch auch den Effekt vermindern.
Zur Kryolipolyse gibt es eine sehr gute Alternative und das ist nämlich die klassische Fettabsaugung, die wirklich effektiv ist und mit sehr nachvollziehbaren objektiven Ergebnissen einhergeht und für den Körper sehr, sehr schonend ist. Alternativen wie die Fettwegspritze, wo wir quasi Gift unter die Haut geben, wissen wir im Prinzip auch nicht, welche Wirkungen unter der Haut genau passieren. Es ist wenig nachvollziehbar und es ist wenig steuerbar.